Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr im Videotitel schon gesehen habt, habe ich vor, einen 24 Stunden Readathon zu machen. Einfach aus dem Grund, ich habe das jetzt schon so oft bei anderen gesehen, die auch nicht nur Buch-Content machen. Und bei mir gibt es wirklich nicht nur Buch-Content, bei mir gibt es ja wirklich alles. Und mich hat aber tatsächlich interessiert, wie viele Bücher schaffe ich denn in 24 Stunden zu lesen? Also ich werde die 24 Stunden nicht nacheinander lesen, sondern das auf mehrere Tage aufteilen. Aber ja, ich bin halt gespannt, wie viele Bücher ich schaffe. Schaffe ich eins? Oder schaffe ich zwei? Schaffe ich drei, vier, fünf? Also machen wir uns nichts vor. Wenn wir zwei schaffen, sind wir wirklich gut. Ich glaube nicht, dass wir mehr als zwei Bücher schaffen. Aber es interessiert mich halt auf jeden Fall. Und deswegen dachte ich, probiere ich das Ganze auch mal aus. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört, aber hier wird so ganz komisch gebohrt irgendwie. Es klingt auf jeden Fall sehr merkwürdig. Wahrscheinlich hört ihr das gar nicht, das höre wieder nur ich. Genau, deswegen habe ich mir überlegt, machen wir auch einen 24-Stunden-Lesemarathon und teilen das, wie gesagt, auf. Und ich habe mir auch jetzt schon ein Buch ausgesucht, mit dem ich starten möchte. Ich habe extra ausgelesen, damit ich auch ja was Neues anfangen kann, damit wir direkt mit etwas Neuem anfangen können. Und ich habe mir ausgesucht Deal with the Elf King von Elise Cover. Da gibt es mittlerweile sogar schon den zweiten Teil. Aber ich habe den ersten noch nicht mal gelesen. Also muss ich erstmal den hier lesen. Und ja, ich will mit dem hier auf jeden Fall anfangen. Er hat auch ein paar Seiten. Und zwar hat er, Moment, das ganze Buch hat 492 Seiten. Das ist schon recht viel, aber was man sagen muss, es ist relativ groß geschrieben, wie ich finde. Und ja, das sollte eventuell ein bisschen schneller dann klappen, durch die Seiten zu kommen, je nachdem, wie es geschrieben ist, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich das jetzt vor. Wir werden sehen, wie es läuft. Ich werde zwischendurch Updates geben. Und jetzt muss ich gleich erstmal meinen Timer auf meinem Handy stellen, damit wir auch wirklich 24 Stunden lesen. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns, wenn ich ein Update gebe. Guten Morgen. Es ist der nächste Tag. Was soll ich euch sagen? Das gestern mit dem Lesen hat schon mal nicht ganz so gut funktioniert. Ich habe ja ein paar Aufnahmen vom Lesen gemacht und bin aber nicht besonders weit gekommen, ehrlicherweise. Also ihr seht, es ist wirklich minimal. Ich habe geschafft 48 Seiten. Ich bin jetzt bei Kapitel 4. Worum geht's? Es geht um Luella. Luella ist ein Mensch und Luella ist Heilerin, macht so Tränke und solche Sachen. Und sie hat einen Aufpasser und das ist ein Elf. Und
es ist wohl irgendwie so, dass es eine Menschenkönigin gibt, die offenbar immer mit dem Elfenkönig verheiratet wird. So alle paar hundert Jahre. Und wenn sie den Elfenkönig heiratet, dann geht es den Menschen auch wieder besser. Es ist irgendwie ganz merkwürdig. Ich bin auch noch nicht so richtig dahinter gestiegen. Eigentlich ist es wohl immer so, dass das schlimmste Alter so zwischen 16 oder zwischen 15 und 17 wohl ist, dass die ausgesucht wird, die nächste Königin, oder sie sich offenbart eigentlich durch magische Kräfte. Es gab jetzt aber schon seit 110 Jahren keine neue Königin. Und die letzte Königin ist auch irgendwie verschwunden oder wir wissen es nicht so genau. Auf jeden Fall wird irgendwie eine neue Königin gesucht, überhaupt eine Königin gesucht oder die letzte Königin gesucht. Und der Elfenkönig kommt dann jetzt aus seinem Reich, ein Schattenreich wohl, und sagt und fordert seine Königin. Und die Menschen sagen mir, haben sie nicht gefunden, wir wissen nicht, wer die Königin ist. Und er behauptet aber, sie würden das nur vor ihm verheimlichen. Und er würde sich alle Mädchen unter 20, glaube ich, holen und sie durch den Schatten schicken, bis er seine Königin gefunden hat. Das heißt halt, wenn er sie durch den Schatten schickt, wird ein normales Mädchen, also ein ganz normaler Mensch, würde dann halt einfach sterben. Die Königin allerdings würde nicht sterben. Genau, und er hat das jetzt halt angedroht. Und so viel weiter bin ich bisher auch nicht. Ist jetzt auch nichts, was spoilern würde, weil, wie gesagt, das passiert hier in den ersten 48 Seiten. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ich komme die nächsten Tage ein bisschen mehr zum Lesen, denn ich bin auch erst bei, Moment, ich habe noch 23 Stunden und 11 Minuten übrig. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber naja, gut. Jetzt gleich kann ich auch nicht lesen, denn ich muss jetzt nämlich erstmal gleich los. Ich bin verabredet. Aber wenn ich wieder da bin, werden wir auf jeden Fall weiterlesen. Mal gucken, wie lange dieses Video geht, bis ich die 24 Stunden tatsächlich aufgebraucht habe. Buchupdate. Ich bin jetzt bei 50%. Ich bin jetzt bei Kapitel 21, Seite 245. Und was kann ich berichten über das Buch? Ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Also man kommt sehr gut durch, finde ich. Man kann sehr flüssig lesen. Das ist alles nicht so das Problem. Aber ich werde mit unserer Hauptprotagonistin, der Luella, nicht so richtig warm irgendwie.
irgendwie ist sie mir, ich kann es nicht mal erklären, ich finde die irgendwie nicht so dolle, ehrlich gesagt. Und von dem Elfenkönig, Eldas, bin ich auch irgendwie nicht so richtig angetan. Das ist irgendwie so ein, ja, okay, der ist halt so kalt und es sind ja zwei Gegenpole. Sie ist das Leben und er ist quasi der Tod für das Land. Sie schenkt Leben, er nimmt es im Grunde. Also so wird es zumindest hier drin erklärt. Aber also so richtig angetörnt bin ich ehrlich gesagt nicht. Also sie ist jetzt halt, wir sind wie gesagt bei der Hälfte des Buches, sie ist jetzt bei den Elfen. Und bisher ist nicht wahnsinnig viel passiert. Es hat noch keine Krönung stattgefunden, noch gar nichts. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwas erzählt am Anfang? Ich bin so eine gute Buchmaus. Meine Güte. Also, Luella ist ja die Menschenkönigin, die in das Elfenreich gehen muss, weil sie dort, sie dachte halt, naja, die brauchen halt einfach eine Menschenkönigin für was auch immer. Also eigentlich hatte sie nie so wirklich einen Plan, was sie da drüben machen soll. Aber sie ist halt dafür, wenn ich das jetzt sage, ist es dann ein Spoiler? Das ist ja schwierig. Deswegen mache ich keinen Buchcontent eigentlich. Also, sie macht ihre Aufgabe, für die sie da ist. Die macht sie auch so okay. Aber wie gesagt, es wurde noch keine Krönung hat stattgefunden. Es hat noch kein. Da hat eigentlich noch nicht wahnsinnig viel stattgefunden, ehrlich gesagt. Sie hat jetzt Möbel für ihre Gemächer ausgesucht. Weiß ich nicht. Also, wir haben jetzt noch die Hälfte des Buches. Ich bin gespannt, ob es nochmal irgendwie ein bisschen spannend wird oder so. Aber bisher, ich hatte ja kurz überlegt, ob ich mir den zweiten Teil einfach schon auf Blaudunst kaufe, weil wegen Farbschnitt. Ehrlich gesagt bin ich jetzt nicht mal sicher, ob ich überhaupt den zweiten Teil lesen wollen würde. Da ist irgendwie ein Haar. Tja. Also, weiß nicht. Hast du das Buch schon gelesen? Schreib mir mal, ob du das Buch schon gelesen hast. Also ich bin bisher noch nicht so ganz angetan, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt es noch, aber bisher ist eher meh. Na gut, wir werden sehen. Ich melde mich wieder, wenn ich ein bisschen weiter gelesen habe. Mal gucken, ob es besser wird. Wir werden sehen. So, hello. Ich habe dieses Buch endlich beendet. Hat ja gar nicht lang gedauert. Ich muss leider auch sagen, ich fand es ganz schön langweilig. Bis das so, also es ist Slow Burn, das heißt also, bis es da zu irgendwelchen romantischen Aktivitäten kommt, dauert es. Das wäre nicht das Problem, wenn der Rest wenigstens sich irgendwie bewegen würde, aber dieses Buch kommt einfach nicht aus dem Quark. Alles ist so ewig lang gezogen und ich fand es einfach sehr, sehr anstrengend. Und es gibt ja jetzt auch einen zweiten Teil davon, Dance with the Fae Prince, glaube ich. Ich blende es euch ein, wie es richtig heißt. Da geht es aber auch nicht mehr um diese beiden Protagonisten, sondern um zwei neue Protagonisten. Und ich fand dieses Buch jetzt, wie gesagt, so langweilig, dass ich mir den zweiten Teil nicht kaufen werde. Ich werde das dann hier auch gucken, dass ich es wahrscheinlich verkaufe. Ja, es hat einen hübschen Farbschnitt und so, aber wie gesagt, das Buch ist so langweilig. Da hilft auch das hübsche Cover nicht und auch nicht der schöne Farbschnitt, sage ich euch ehrlich. Gut, Buch 1 haben wir erledigt. Wir haben noch knapp 14 Stunden Zeit. Als nächstes
habe ich mir vorgenommen, Wiedersehen mit mir selbst zu lesen, und zwar dieses hier. Das habe ich mir vor einer Weile beim Thalia gekauft. Und ihr seht schon, zwischen Pizza und Aperol. Und ein Roadtrip zur Selbstliebe und Heilung. Und ich kann sagen, dass das Buch deswegen auch mitgekommen ist. Weil als ich hier drin geblättert habe und den Inhalt gesehen habe und dann gelesen habe, geheimnisvolle Erinnerungen in Tropea, dachte ich, oh, das muss ich lesen, weil Tropea, da war ich. Da kann ich mitreden. Also falls sie irgendwelche Beschreibungen von diesem Ort macht, dann kann ich da mitreden. Und ja, also ich bin gespannt, was das Buch überhaupt so hergibt. Und das ganze Buch hat, Moment, ich gucke mal kurz. Na, die letzte Seite will sich nicht aufblättern lassen. 189 Seiten. Es ist auch jetzt nicht so super klein geschrieben, würde ich sagen. Ist okay. Und ja, das werde ich also jetzt als nächstes lesen. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Ich habe mir ehrlich gesagt das hier hinten nicht so durchgelesen, den Klappentext. Wie gesagt, ich bin beim Inhaltsverzeichnis hängen geblieben und dann stand da Tropea und dann dachte ich, oh ja, das muss ich kaufen. Ich will wissen, was sie über Tropea zu erzählen hat. Genau, deswegen wird das als nächstes gelesen. Käffchen wird getrunken. Lecker. Oh, ist der gut. Keine Ahnung warum, aber er ist wirklich fantastisch. Ja, also den Sticker muss ich hier noch abfummeln. Aber dann wird das mein nächstes Buch. Von Melanie Pignitter. Pignitter? Pignitter. Hier oben steht der Name drauf. Da. Genau. Und es ist irgendwie hübsch, oder? Ich finde es ganz schön. Genau, gut. Ich kann euch aber mal den Klappentext hier reinhalten. Dann könnt ihr euch den durchlesen, wenn ihr möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich ein paar Seiten gelesen habe. Ich würde sagen so 100 und dann gebe ich so vielleicht so einen ersten Eindruck. 100 Seiten, da haben wir die Hälfte des Buches geschafft. Vielleicht machen wir ein bisschen weniger, vielleicht machen wir nur 50. Mal schauen. Je nachdem, kann ja gucken, Kapitel 57. Da können wir auch einen kurzen Stopp machen. Machen wir bei 57 einen kurzen Stopp und ich sag euch, wie ich es finde. Vielleicht heißt es bis dahin auch abgebrochen, wer weiß das schon, ne? Ist klar. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt schon 2 Tage später und ich bin nicht fertig. Aber ich habe ein bisschen mehr gelesen, als wir vereinbart hatten. Ich bin jetzt auf Seite 88, also 88 habe ich gelesen und ich bin jetzt beim Kapitel im Scheinwerferlicht. Dieses hübsche Bild hier. Also, worum geht's? Es geht um Eva. Eva hat ein bisschen Pech im Leben momentan. Und sie ist getrennt und sie ist getrennt, sie hat ihren Job verloren und es läuft einfach nicht so gut für sie. Und jetzt soll sie nach Italien kommen zu einem Familienfest, denn sie ist halbe Italienerin. Und sie hatte jetzt gerade was geerbt, und zwar einen VW-Bulli.
Und mit dem überlegt sie sich, wird sie jetzt von Wien nach Italien fahren. Und auf ihrer Reise klappert sie halt verschiedene Stationen ab und findet zu sich selbst. Also sie stellt sich halt mehrere Fragen und hat wahnsinnig Selbstzweifel halt auch einfach, und das kennen wahrscheinlich auch viele von uns, das mit den Selbstzweifeln, dass man sich nicht gut genug fühlt und sowas. Und sie merkt das halt auch alles, dass sie sich eigentlich immer schlecht zuredet und versucht, das dann zu ändern. Bisher finde ich es ganz nett. Ist jetzt keine super Überraschung, weil ich meine, ich weiß, worum es ging. Aber es ist ganz süß geschrieben, kann man so sagen. Also ja, sie ist jetzt gerade in Lucca, die erste Stadt, in der sie gehalten hat, in Italien. Also besonders weit ist sie noch nicht gekommen und wir sind schon fast bei der Hälfte des Buches. Aber okay. Ja, bisher ganz nett. Kann man mal lesen, finde ich. Also bisher ist okay. So viel zu meinem Buch-Update. Genau. Deswegen, ich werde jetzt nicht gleich sofort weiterlesen, aber auf jeden Fall später am Tag weiterlesen. Und dann melde ich mich, wenn ich es ausgelesen habe, würde ich sagen. Ja, also bis gleich. So, hallo. Ich habe ein Buch-Update. Ich sehe heute ein bisschen verknuddelt aus, aber mir war so warm, ich musste die Haare hochmachen. Also, Wiedersehen mit mir selbst. Habe ich tatsächlich 4,5 Sterne gegeben. Ich fand es total süß. Es ist ja ein kleiner, kurzer Roman im Grunde genommen. Und ich fand es schön. Ich muss sagen, ich hatte mir von Tropea weitaus mehr versprochen, da ich da ja im Urlaub schon mal war. Und ja, also irgendwie habe ich mir von dem Tropea-Teil leider ein bisschen mehr versprochen und meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Aber ansonsten finde ich das ein sehr schönes Selbsthilfebuch im Grunde genommen. Es zeigt so ein bisschen den Weg von Eva halt, die sagt, sie ist nicht gut genug, sie genügt den Ansprüchen nicht, ihr Selbstwert ist ganz doll schlecht. Und in diesem Buch Reise zu mir selbst lernt sie halt wieder zu sich selber zu finden, also den Prozess, sich wieder selbst anzunehmen, sich genug zu fühlen. Das klappt natürlich nicht von heute auf morgen und auch am Ende ist sie natürlich nicht von jeglichen Zweifeln befreit, aber es ist halt so ein Weg. Wie soll man das erklären? Sie hat so Menschen auch, die ihr begegnen, die sie daran erinnern, dass sie sehr viel wert ist. Und das muss sie sich auch immer wieder in Gedanken rufen, dass sie viel wert ist und dass sie genug ist und für ihre Bedürfnisse einstehen soll und alles. Und ich fand es wirklich schön. Und ja, also ich würde es auch nochmal wieder lesen, tatsächlich, weil man ab und zu ja doch immer mal wieder so wie nennt man es, eine Auffrischung quasi braucht. Es stehen auch an jedem Ende des Kapitels steht immer eine Affirmation, was ich auch sehr schön finde. Hier zum Beispiel Affirmation: Inmitten der Herausforderungen finde ich Licht und Dankbarkeit für das Gute in meinem Leben. Und ja, ich finde es, wie gesagt, sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist schon wieder diese Schniepel hier, ne? Die hängen mir immer draußen. So, wir haben jetzt noch 10 Stunden 24 Zeit. Und natürlich lesen wir noch ein Buch. Und zwar habe ich mich entschieden, dass ich dann jetzt How to Feed a Demon lesen werde. Mein Lesezeichen steckt schon drin. Und ich werde aber erst heute Abend anfangen. Jetzt habe ich keine Zeit zum Lesen. Aber heute Abend auf dem Sofa werde ich dann anfangen zu lesen in diesem Buch. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Genau. So viel zu meinem Buch-Update.
Wir sehen uns, wenn es weitergeht. Ich würde sagen, ich gebe so nach 100 Seiten vielleicht. Wie viel sind denn 100 Seiten? 100 Seiten halt, ne? Oh, es passt sogar genau. Genau bei Kapitel, bei Seite 100 endet ein Kapitel. Das wäre so viel. Und ja, ich würde sagen, nach 100 Seiten melde ich mich und sage euch mein erstes Feedback zu dem Buch. Okay. Rezeption, wie kann ich helfen? Yes, hello. Excuse me, these pillows are too soft. Please bring me a firm one with a great personality and a lot of love to give. Yes, of course. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe ein Buchupdate. Ich habe jetzt gelesen bis Seite 100, wie ich es versprochen habe. Seite 100. Und es geht um... Oh, ich glaube... Oh Gott, wie hieß sie? Ich glaube, sie heißt Marie. Steht hier? Ja, Marie. Marie. Es geht um Marie. Marie ist 17. Und Marie läuft von zu Hause weg, weil sie einfach die Faxendicke hat. Und sie flüchtet und landet dann mit ein bisschen Geschichte dazwischen in dem Hotel. Und da trifft sie lauter sehr ungewöhnliche Nicht-Menschen. Ich glaube, hier hinten steht da drauf, wem sie begegnet. Ja, also sie begegnet Dämonen. Und also ich meine, sagt ja schließlich auch der Text, ne? Sie begegnet Dämonen. Und es ist schon irgendwie sehr knuffig, finde ich. Es ist jetzt gar nicht gruselig oder sowas. Also ich finde es wirklich super knuffig bisher. Und bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Mein momentaner Lieblingscharakter ist tatsächlich ein Drache. Ich finde ihn irgendwie putzig. Aber dafür müsstet ihr es selber lesen, damit ich euch nichts verrate, wofür dieser Drache da ist und alles. Aber bisher finde ich es wirklich gut. Es gefällt mir sehr. Und ja, ich werde jetzt also direkt mal weiterlesen gehen. Hello, hello. Buchupdate und ein Schussel-Update. Fangen wir mit dem Buchupdate an. Ich lege euch mal hier hin. Und zwar von How to Feed a Demon. Ich bin auf Seite 253 und habe es auch fast geschafft, ehrlicherweise. Es sind, glaube ich, noch rund... Lass mich kurz gucken. Es sind noch...
60 Seiten, 70 Seiten, 70 Seiten. Und dann habe ich das Buch auch fertig. Ich finde es bisher ganz süß. Es ist ganz süß. Es ist jetzt nicht super gruselig, es ist jetzt nicht super spicy. Also spicy ist es gar nicht. Es ist süß. Es ist süß. Und wenn man das vielleicht tatsächlich so um die Halloween-Zeit liest, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen süßer. Ich finde, das kann man aber auch zu jeder Jahreszeit lesen. Aber bisher finde ich es süß. Mal gucken, wie das Ende dann noch ist. Das weiß ich ja noch nicht. Kommen wir zu meinem Fauxpas. Ich stelle ja meinen Timer hier immer auf dem Handy. Und es gibt keinen Timer mehr. Der ist nicht abgelaufen. Ich habe den irgendwie aus Versehen gelöscht. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall ist der Timer nicht aktuell. Also er ist komplett weg. Ich weiß aber, dass ich gestern Abend, als ich fertig war mit Lesen und auf Pause gedrückt habe, irgendwas mit 4 Stunden 12 irgendwie so hatte. Deswegen werde ich mir jetzt einen Timer stellen für 4 Stunden 2 Minuten, würde ich sagen, weil ich ja noch 4 Stunden übrig habe. Deswegen ist es halt einfach blöd, ne? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist der Timer, er hat ja auch nicht geklingelt, also das heißt, er ist nicht abgelaufen, das heißt, ich habe ihn irgendwie abgebrochen, auch wenn ich nicht verstehe, wie das funktioniert, weil ich habe eigentlich nichts gemacht, das muss aus Versehen passiert sein, anders kann ich es mir nicht erklären. Deswegen 4 Minuten, 4 Minuten, das ist ganz wirr, 4 Stunden, 1 Minute und 59 Sekunden starte ich jetzt einmal kurz starten und pausiere ihn jetzt und lese dann die letzten 70 Seiten und melde mich, nachdem ich diese 70 Seiten gelesen habe. Ich sehe gerade, mein Akku ist schwach. Ich muss meinen Akku aufladen, mein Gerät aufladen. Ja, also so viel dazu. Ich habe irgendwie den Timer verballert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gestern Abend war 4 Stunden 2 oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Selbst wenn wir 10 Minuten abziehen, also wenn es statt 12 eigentlich waren jetzt nur noch 2 sind, dann ist es halt so. Aber ja, wir lesen das jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. Jetzt nicht gleich sofort, glaube ich. Aber auf jeden Fall denke ich, könnte ich das heute noch beenden. Und würde dann quasi morgen dafür nochmal ein Update geben. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch übrig haben. Okay, ich melde mich dann. So, Freunde, Buchupdate. Ich bin fertig. Und es war ein wirklich süßes Buch. Überhaupt nicht das, was ich erwartet habe, ehrlicherweise. Aber es hat Spaß gemacht zu lesen. Man fliegt durch die Seiten, wie ich finde. Man kommt relativ schnell vorwärts. Und es gibt ein paar sehr süße Charaktere da drin, die ich wirklich extrem niedlich finde. Es gibt auch ein paar etwas dunklere Charaktere. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu lesen. Es war total süß. Und wie gesagt, überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Aber ist okay. Deswegen, ich bin fertig mit diesem Buch. Es hat von mir 4 Sterne übrigens bekommen. Weil ich es, wie gesagt, echt süß fand. Ist übrigens auch von einer deutschen Autorin geschrieben. Also nur, falls ihr das wissen wollt. Genau. So, ich habe jetzt auf meiner Uhr tatsächlich noch Zeit. Und zwar haben wir noch 2 Stunden 43 Minuten Zeit. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Ich glaube nicht, dass ich da ein ganzes Buch schaffen werde, weil ich brauche wesentlich länger für ein ganzes Buch. Aber ich könnte ja zumindest ein Buch anfangen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht welches. Ich habe ja relativ viele Bücher zur Auswahl, aber ich weiß nicht welches. Ich werde mir mal jetzt eins raussuchen, denke ich.
tatsächlich auch ein richtiges Buch und kein Kindle-Buch, weil es wäre sonst blöd, finde ich. Ja, ich werde mir mal eins raussuchen und dann zeige ich euch, für was ich mich entschieden habe, würde ich sagen. Die Frage ist es zu früh für ein Herbstbuch? Ich würde sagen, man kann es schon machen, auch wenn wir noch Sommer haben. Aber ich will halt auch gerne wissen, wie es weitergeht. Deswegen habe ich mir jetzt ausgesucht aus meinem Bücherregal. Ist auch ein Neuzugang quasi, den ich mir im Juli, glaube ich, noch gekauft habe. Und zwar dieses hier, Love Me in Autumn. Da gab es ja den ersten Teil, der war ja Meet Me in Autumn. Und jetzt geht es hier weiter, quasi mit der Freundin, glaube ich, mit Hazel. Als Hazel im Cinnamon Bun Bookstore in einem Buch eine geheime Nachricht entdeckt, weiß sie nicht, wie ihr geschieht. Ja, also geht es hier um Hazel. Wie ist denn die Freundin, die da damals dahin gezogen ist? Ich weiß es schon gar nicht mehr, es ist einfach schon zu lange her, ne? Aber auf dieses Buch werde ich mich dann jetzt konzentrieren. Ich werde es, wie gesagt, nicht schaffen, aber ja, weil wir haben hier nämlich auch 334 Seiten. Das werde ich nicht mehr in 2 Stunden, knapp 3 Stunden schaffen. Leider. Aber ich kann euch zumindest bis dahin dann sagen, wie ich es bisher finde. Deswegen, wir sehen uns dann, wenn die Zeit wahrscheinlich um ist. So, hallo. Ich habe es geschafft. Ich habe 24 Stunden Bücher gelesen. Nicht am Stück, die 24 Stunden, sondern auf einen sehr großen Zeitraum, ehrlicherweise. Es war 1,5 Monate. Ich habe die 24 Stunden tatsächlich 1,5 Monate ausgereizt. Und ja, ich bin bei Love Me in Autumn natürlich nicht mehr so weit jetzt gekommen. Ich habe nicht ganz die Hälfte. Ich bin jetzt bei Kapitel 13 auf Seite 136. Das Buch hatte irgendwas um die 300, glaube ich. 332 Seiten. Also ein bisschen für die Mitte würde mir noch fehlen. Aber das war das, was ich in den letzten 4 Stunden auf jeden Fall gelesen habe. Ja, wie fand ich den 24 Stunden Readathon, der 1,5 Monate ging? An sich fand ich es ganz gut, weil man so mal sehen konnte, wie viel ich halt lese in so einem Zeitraum, was ich ganz spannend halt fand, dass mir die Uhr irgendwann ausgegangen ist. Keine Ahnung, was da los war, warum die einfach weg war. Also sie war ja wirklich weg. Es ist kein Timer losgegangen, also so, dass die Uhr weitergelaufen wäre oder so. Das war ja nicht, sondern es war ja einfach weg. Also keine Ahnung, was da genau passiert ist. Ist auch egal. Ich konnte es ja ungefähr, wusste ich ja, wie viel Zeit ich übrig hatte. Ja, alles im Allen, muss ich sagen, waren die Bücher alle nicht so, dass sie mich vom Hocker gerissen hätten, ne? Es war kein 5-Sterne-Read dabei.
Bei dem Buch mag ich einfach, dass es sich so ein bisschen liest, als würde ich eine Serie gucken. Also als würde ich halt sowas wie Gilmore Girls gucken oder so. Das mag ich an dieser Buchreihe. Ich mochte das auch beim ersten Teil schon, dass sich das halt liest, als würde ich eine Serie gucken. Und das finde ich richtig gut. Also ich mag die Autorin sehr, wie sie schreibt. Ich mag ihren Schreibstil sehr gerne. Ist auch ein bisschen spicy und ganz süß. Es wird aber auch keine 5 Sterne, glaube ich. Also vielleicht so 4, 4,5. Außer da kommt jetzt noch der mega krasse Twist, aber ich vermute mal eher nicht. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde das auch noch mal wieder machen. Aber das dauert halt bei mir, bis ich so einen 24-Stunden-Vlog dann irgendwann mal fertig habe. Aber okay, so ist das halt. Ne? Ich lese zwar gerne, aber ich lese halt jetzt auch nicht nur. Ich habe noch genug andere Sachen, die ich gerne mache. Deswegen Lesen ist ja nur Teil meiner Hobbys. Genau. Gut, ihr Lieben, da kommt auch schon der nächste Segelflieger, der hier durch die Gegend flitzt bei dem wahnsinnig schönen Wetter. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein liebes Kommentar. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, pass schön auf dich auf. Tschüss!